Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die verschiedenen Drohnenaktien an und werden besprechen, ob die Aktien jetzt ein Kauf sind nach diesem scharfen Rücksetzer und was so die aktuellen Faktoren sind, die eventuell dafür gesorgt haben, dass die Aktienkurse einbrechen, aber auch Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die Aktienkurse auch entsprechend wieder gut steigen könnten. All das in diesem Video. Wir springen auch gleich schon rein, doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir gleich mal rein und fangen auch gleich schon an mit der ersten Aktie. Wir machen in diesem Video, also gucken uns mal den großen Überblick über den Trend an. Wo stehen denn die Aktien? Ja, ist der Bullenmarkt vorbei? Und da kann oder der Erfahrene, die ein oder anderen Erfahrenen unter euch sehen schon, der Trend ist eigentlich immer noch sehr gut intakt. Obwohl wir jetzt einen scharfen Rücksetzer gesehen haben von gut, ja, Pi mal Daumen, so 25%. Vom Hoch vielleicht sogar 30%, kann man auch schon sagen, dass wir immer noch im Aufwärtstrend sind hier im Wochenchart. Das heißt, langfristig oder perspektivisch für die nächsten Monate ist eigentlich alles noch im grünen Bereich. Wir sehen auch hier in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen eine volatile Phase, Rücksetzer, das ist ja ganz normal, ja, dass ein Trend, gerade auch so ein starker Ausbruch auch mal so ein bisschen korrigiert. Das Einzige, was mich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen bärisch stimmt, aber so ein bisschen nachdenklich stimmt, ist eben diese Schärfe des Rücksetzers. Und normalerweise, ihr seht ja den Vergleich hier von dieser von dieser Konsolidierungsphase mit diese war ein bisschen, ich nenne es mal stabiler, beziehungsweise volatiler. Und hier haben wir doch einen scharfen Rücksetzer nach unten gesehen. Und tatsächlich, nachdem auch eine Aktie oder generell ein Sektor schon sehr, sehr gut gelaufen ist, dann möchte ich tatsächlich sowas nicht sehen, weil das dieses Risiko erhöht, dass wir tatsächlich zumindest für die nächsten, ja, kurzfristig, also die nächsten Wochen, vielleicht auch 1-2 Monate, hier dieses Top gesehen haben könnten. Das heißt, dass wir immer möglich auch längere Zeit, also über wie gesagt, diese ein paar Wochen, nicht viel bei der Aktie hier an Rendite machen könnten, beziehungsweise keine neuen Allzeithochs machen dürften. Das ist so das, was ich quasi sehe, wenn ich mir hier den Chart so anschaue, aus meiner Erfahrung heraus. Grundsätzlich möchte ich aber auch sagen, dass AeroVironment ist natürlich eine der Top-Aktien im Bereich Drohnen. Und wir haben ja jetzt aktuell, der Gesamtmarkt ist ja auch so ein bisschen, ja, größeren Rücksetzer gehabt. Waren so ein bisschen Jobdaten, ja, das hat so ein bisschen, ja, den Markt belastet, unter anderem. Was aber auch den Drohnensektor generell belastet, ist vielleicht auch, ja, dass die Aktien schon einfach sehr, sehr gut gelaufen sind. Und da fehlen dann die Nachrichten und die Nachrichten, die tatsächlich dann jetzt dafür sorgen könnten, dass die Aktien dann wieder weiter steigen können. Das wären dann wirklich konkrete Aufträge. Und darauf warte ich so ein bisschen, ja. Das ist das, wonach wir Ausschau halten sollten, dass, wenn eben die Regierungen große Aufträge verkünden, dass hier dann entsprechend auch der ganze Sektor und ganz besonders natürlich die Aktien, die die Aufträge größtenteils bekommen, dann entsprechend durch die Decke gehen. Wir haben natürlich auch hier Quartalszahlen, die jetzt für diesen Sektor anstehen. AeroVironment zum Beispiel Anfang Dezember, ist also noch ein bisschen hin. Grundsätzlich finde ich aber das aktuelle Niveau doch recht interessant. Wir sehen jetzt hier zumindest am Freitag so ein kleines Zeichen von der Trendumkehr. Ja, also ich erwarte auch, dass wir in der nächsten Woche generell im Gesamtmarkt so ein bisschen eine Gesamterholung sehen dürften, gerade auch am Dienstag, so ein Turnaround Tuesday. Das heißt, hier, glaube ich, kann man ganz gut einsteigen, wer es noch nicht ist. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ich denke, dass man, wenn man jetzt hier auf den Bereich Drohnen setzen möchte, dass man jetzt aktuell eine ganz gute Chance bekommt, diesen Trend nochmal zu spielen. Natürlich hängt es auch davon ab, dass wir eben diese Nachrichten brauchen von diesen Aufträgen, weil ihr seht schon an der Bewertung, ja, wir haben jetzt hier ein KUV von 13, über 13 sogar. Also das ist schon sehr, sehr hoch. Die Aktien sind also dementsprechend sehr, sehr teuer bewertet. Und so hohe Bewertungen, die sorgen jetzt nicht sofort für einen Kurssturz, sondern die brauchen eben Futter, ja. Das ist in Form von Nachrichten. Und wenn die ausbleiben, dann werden die Aktien sukzessive in den Abwärtstrend übergehen. Aber soweit ist es noch nicht. Wie gesagt, der Trend ist noch intakt. Ich würde mich jetzt hier tatsächlich positionieren. Ich kaufe mich in einzelne Aktien auch nach, besonders in die nächste Aktie, die auch sehr, 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 sehr gutes Zeichen von Stärke jetzt aktuell hat. Und das ist die Kratos. Die Kratos ist auch hier am 20-Wochen kleinen Durchschnitt angekommen, nachdem sie auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Hier jetzt ganz gut Unterstützung gefunden, also rein charttechnisch sieht es schon mal sehr, sehr interessant auch aus. Und gerade auch hier diese Kerze hier am Freitag, wo ich das Video jetzt aufnehme, ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir zumindest mal Anfang der nächsten Woche entsprechend auch Erholung sehen sollten. Und dann gilt es natürlich,
wenn wir dann wieder über die Allzeithoch sprechen wollen, dass wir zumindest mal für Kratos über die $81 drüber kommen. Das ist so der wichtige Widerstand, beziehungsweise $82 können wir es auch nehmen. Wenn man die schaffen sollten, dann sehe ich auch ganz gute Chancen, dass wir wieder über $100 steigen. So, von der Bewertung ist natürlich auch Kratos üppig bewertet mit dem KV von 10, also ein bisschen günstiger als jetzt AeroVironment, aber die Technologien, die Kratos eben bietet, ja, nicht nur im Bereich Drohnen, das ist auch Hyperschallraketen, ist sehr, sehr interessant und gerade auch wenn USA von ihrem Drohnen-Raketenschild sprechen, da ist Kratos sicherlich auch einer der Profiteure davon. Dementsprechend hier auch interessant oder eine gute Chance ist hier einzusteigen, wie gesagt, in den Tageschart. Da sind wir eigentlich ganz gut jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir eben auf diese Unterstützung jetzt getroffen haben und auch eine gute Reaktion. Das heißt, hier kann man auch in der nächsten Woche einen guten paar Prozent zumindest mitnehmen. Und wie gesagt, für den großen, für die große Fortsetzung dieses großen Aufwärtstrends, den wir ja hier schon gesehen haben, sollten wir entsprechend über die $82 steigen. Sollten wir unter die 70 nochmal fallen, dann könnte es nochmal ein Stockwerk tiefer gehen, aber dann gucken wir uns das nochmal im Detail genauer an. Die kleinen Drohnenaktien, die haben natürlich auch korrigiert und teilweise auch stärker, weil die natürlich auch ein bisschen teilweise höher bewertet sind. Jetzt XL nicht unbedingt. Diese sind aufgrund, weil sie auch natürlich eine europäische Aktie sind, die grundsätzlich eine geringere Bewertung haben als die amerikanischen. Aber mit dem KV von 4 glaube ich, dass die Aktie hier auch gar nicht mal so teuer ist, zumal man ja auch nicht natürlich auch diese Wachstumsperspektive hat von diesen Drohnenaufträgen, die dann eventuell kommen können. Aber ihr hört schon, ja, kommen können. Das ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Wenn man sich so die Regierungen anhört, gerade auch die Bundesregierung zum Beispiel, Europa will ja massiv in den Drohnenwahl investieren und in Drohnenabwehr. Also ich glaube, die Aufträge sind nur eine Frage der Zeit. Und die Frage ist, wie lange ist diese Phase, bis wir diese Nachrichten kriegen? Und kann sich der Trend halten oder sehen wir tiefere Kurse? Und tatsächlich glaube ich aber, ich glaube an diesen Drohnenmarkt und ich glaube, dass es die Zukunft ist und dementsprechend baue ich hier auch relativ langfristige Positionen auf, also wirklich für ein paar Jahre. Und da stört mich so ein Rücksetzer oder vielleicht auch ein Rücksetzer tiefer eventuell nicht so sehr. Jetzt hier im Wochenchart seht ihr auch schon, wir haben jetzt hier diesen 50-Wochen-gleitenden Durchschnitt fast erreicht. Je tiefer eine Aktie hier oder je mehr gleitenden Durchschnitt eine Aktie durchbricht in ihrem Aufwärtstrend, gerade auch im Wochenchart, dann ist es tendenziell ein Zeichen dafür, dass wir womöglich auch an ein Ende von diesem Trend kommen, beziehungsweise auch mal eine längerfristige Seitwärtsbewegung sehen könnten. Das ist natürlich auch für XL das gleiche Spiel wie für die anderen beiden Aktien, die wir bereits besprochen haben. Wichtig ist, dass wir hier jetzt mal über die 90 € steigen. Ja, das ist eine der wichtigen Marken, wo ich sagen würde, okay, dann können wir tatsächlich wieder davon sprechen, dass wir ja auch mit der deutlich höhere Kurse sehen können. Und nach unten hin generell ganz wichtig, dass wir nicht unter die 70 € fallen, weil sonst kann es auch hier nochmal deutlich tiefer gehen nach unten. So, kommen wir mal zu Redcat Holdings. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Aktie, die ich meines Erachtens, oder beziehungsweise die habe ich auch im Depot und von der bin ich auch ziemlich überzeugt, weil sie eben diese guten Partnerschaften hat mit Palantir und auch schon in der Regierung mit verankert ist, sage ich mal, einen Fuß in der Tür hat. Mit einen Auftrag haben sie, glaube ich, auf jeden Fall schon. Und ich denke, dass sie auch noch weitere bekommen werden. Und auch hier die Aktie natürlich stark korrigiert. Ja, wir haben jetzt auch hier die 200-Tageslinie erreicht im Wochenchart, auch hier die 50-Tageslinie. Und ich sage mal so, dieser Widerstand hier bei 15 US-Dollar, der ist wichtig. Und ihr seht es auch schon, wenn wir den durchbrechen, dann haben wir ein neues Allzeithoch und dann kann die Aktie auch nochmal einen deutlichen Schub nach oben bekommen. Man nennt es auch Blue Sky Breakout. Also wenn die Aktie quasi ein neues Allzeithoch macht, dann kann das auch durchaus nochmal den Aktienkurs beflügeln. So vom KV her haben wir jetzt leider hier bei TradingView, ich weiß gar nicht, warum die Daten nicht vollständig sind, manchmal ist es ein bisschen lückenhaft, aber wir haben natürlich auch hier eine relativ kleine Aktie, das darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben jetzt hier auch noch keine so großen Umsätze, die werden jetzt erst kommen, da ist eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar. Schon nicht wenig. Das heißt, hier steckt schon viel Fantasie drin und wenn eben diese Nachrichten auf sich warten lassen, dann glaube ich auch durchaus, also wenn das sich noch deutlich zieht über die nächsten Monate, dass wir wieder in Bereiche von $5 fallen könnten. Aber ihr seht auch schon, wie groß diese Range hier aktuell ist. Auf der Unterseite habe ich hier $5 markiert, auf der Oberseite 15. Es ist halt sehr, sehr volatil, weil es eine sehr, sehr kleine Aktie ist, aber ich finde sie fundamental gut, weil sie eben diese starken Partnerschaften hat und die werden sich, glaube ich, noch über die Zeit durchsetzen.
Und das ein bisschen, sieht im Grunde ähnlich aus, vielleicht ein bisschen besser, weil wir hier an 20 Wochen gleitenden Durchschnitt hier hängen, ja, charttechnisch betrachtet. Auch hier sehen wir diesen Abwärtstrend im Tageschart, da haben wir noch deutlich Luft nach unten, also die Aktie kann tatsächlich bis auf 3,40 Dollar fallen, so um den Dreh. Und der große Aufwärtstrend wäre tatsächlich immer noch intakt. Aber das ist von dem aktuellen Niveau natürlich auch sehr, sehr weit nach unten. Man sagen 40% vom aktuellen Niveau hier am Freitag. Dementsprechend ist es natürlich auch was, womit man dessen man sich bewusst sein sollte, wenn man in diese Aktien investiert. Und das ist natürlich auch keine kleine Nummer, muss man auch sagen, 2 Milliarden. Die Umsätze ziehen jetzt erst so langsam an. Auch hier natürlich das Thema der Fantasie, dass jetzt hier eben diese Aufträge zunehmen sollten. Wir haben auch bald die Quartalszahlen am 13. November, also in der nächsten Woche. Das wird natürlich auch interessant. Und da eine positive Guidance gibt, also die Ausblicke positiv sind, kann es der Aktie auch schon mal einen ganz guten Schub geben. Aber an sich haben wir, ihr seht es auch schon, ein KUV von 50 ist halt schon wirklich knackig und da kann so eine Aktie auch schnell mal eben die angesprochenen 40% korrigieren und wir werden immer noch recht teuer bewertet. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen das Risiko dabei. Aber genauso schnell wie es nach unten gehen kann, kann es auch nach oben gehen. Wer die Aktie spannend findet, schaut sie euch immer gerne auch auf der Homepage an, was das Unternehmen genau macht. Macht auch immer gerne eine eigene kleine Recherche. Und ja, wie gesagt, selbst wenn die Aktie hier im Bereich von 4 Dollar kommt, dann wird sie für mich, habe ich sie dann auch entsprechend auf der Watchlist. Ich verfolge den Sektor ja auch entsprechend eng. Paro, ja, gefällt mir jetzt tatsächlich nicht ganz so gut vom Chartbild, weil das, was ihr hier sehen könnt, das sieht so ein bisschen nach einer Schulterkopf-Schulterformation aus, was normalerweise eben so eine bärische Formation ist, die eben dann nach unten ausbricht. Und wenn sich das tatsächlich so vollzieht, dann wären tatsächlich auch hier Kurse von 5 Euro durchaus realistisch. Und ja, generell zeigt die Aktie ja auch hier im Kurs schon ein Zeichen von Schwäche. Und ich denke, auch hier fehlt einfach so ein bisschen, ja, die Nachrichtenlage, die positive. Wir wissen nicht, wann die Nachrichten kommen. Und tatsächlich würde ich auf dem aktuellen Niveau auch sagen, erstmal Finger weg von der Aktie, weil es sieht mir stark danach aus, als würden wir hier diesen großen Aufwärtstrend vorerst beenden. Und dann geht es wirklich nochmal deutlich tiefer. Ich glaube, ich habe die Aktie tatsächlich noch und ich glaube, ich schmeiße sie auch erstmal kurzfristig raus, weil ich eben dieses Risiko im Portfolio nicht habe. Und man muss ja mal abwägen, Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich aktuell auf dem Chartbild her nicht ganz so gegeben, aber ich behalte die Aktie weiter eng auf der Watchlist. Von der Bewertung her geht es ja eigentlich einigermaßen, ja, ein KV von 3, da haben wir schon deutlich andere Werte gesehen, aber wenn der Kurs und der Chart eben so eine Sprache spricht, dann würde ich doch eher so ein bisschen, ja, Vorsicht walten lassen. So, kommen wir nun zu einem meiner Lieblingsaktien, möchte ich fast schon sagen, und das ist die Dragonfly. Dragonfly natürlich auch üblich bewertet mit einem KV von 11, ganz klar. Die Aktie auch sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Monaten und generell in diesem Halbjahr, in diesem zweiten Halbjahr 2025 und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aktie auch mal ein bisschen ja, Luft lässt. Auf der aktuellen Niveau würde ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre und ich die Aktie spannend finde, würde ich hier nachkaufen, weil ich eben, glaube ich, der Aktie auch ziemlich viel zutraue. Guckt euch gerne mal auch Interviews vom CEO an. Das gibt vielleicht auch einen ganz guten Einblick darüber, wie das Unternehmen steht. Man muss immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, klar ist ein CEO immer überzeugt von seinem Unternehmen, aber es geht mehr darum, wie er darüber spricht, als genau, natürlich auch was, aber das Wie ist da eigentlich mehr entscheidend. Ja, hier vom Wochenchart her sieht es eigentlich genau ähnlich aus. Wir sind immer noch wirklich intakt hier, was den Aufwärtstrend angeht. Der Rücksetzer, finde ich, hält sich eigentlich auch noch moderat zurück. Wir haben jetzt hier genau heute am Freitag Quartalszahlen, da bin ich mal gespannt. Die werden wahrscheinlich, also nach Ende des Handels in den USA veröffentlicht. Ich nehme das Video jetzt hier gegen 7:30 hier am Freitag auf. Das heißt, in ein paar Stunden kommen die Quartalszahlen. Dann bin ich mal gespannt. Und wie die Aktie da reagiert. Und es kann gut sein, dass wenn die Quartalszahlen gut werden, das sehen wir ja insgesamt an der Börse aktuell, werden sie gut, kann die Aktie 10% nach oben schießen oder 20%. Sind sie schlecht, kann sie auch gerne mal 30% nach unten gerammt werden. Aber beide Fälle gefallen mir. Geht sie nach unten, kaufe ich vielleicht noch mal ein bisschen nach. Geht sie nach oben, da freue ich mich, weil ich sie schon im Depot habe. So, das war zu Dragonfly. Gehen wir mal ein bisschen weiter und schauen uns mal an,
Drone Shield. Drone Shield auch sehr stark gebeutelt tatsächlich. Und da muss ich sagen, boah, hätte ich nicht gedacht, dass die Aktie so tief fällt. Aber die Aktie ist natürlich auch entsprechend schon teuer bewertet. Wir gehen mal rein. Ich suche mal die Aktie in einem Euro-Chart heraus. Dann ist es ein bisschen besser zu begutachten, beziehungsweise man kann es ein bisschen besser einordnen. Wir kommen von fast 4 Euro. Die Aktie hat sich also schon halbiert von einem Hoch. Und das ist tatsächlich ein Rücksetzer, wo ich sage, puh, das möchte ich eigentlich nicht in einem Aufwärtstrend sehen, beziehungsweise das ist eigentlich kein gutes Zeichen dafür, dass wir diesen Aufwärtstrend, den wir hier gebildet haben, dass wir den fortsetzen, sondern tatsächlich kann es auch durchaus sein, dass wir hier erstmal eine längere Durchstrecke bei der Aktie sehen. Bin so ein bisschen, ja, also die Aktie, ich habe sie noch im Portfolio, weil ich auch viel früher eingestiegen bin, aber ich habe sie ganz klar im Auge, wenn wir hier in Richtung 1,70 fallen, dann würde ich mal überlegen, ob ich die Aktie vielleicht auch mal kurzfristig rausschmeiße. Aber Drohnenabwehr, wer die Nachrichten verfolgt, kriegt es auch wahrscheinlich mit. Man sieht immer noch hier in Europa fast täglich Meldungen von Drohnen über Flughäfen oder Militärbasen. Ist schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass hier in dem Bereich Drohnenabwehr auch entsprechend noch stark investiert wird. Und Drone Shield baut ja auch eine Produktionsstätte in Europa auf. Das braucht alles Zeit, aber grundsätzlich finde ich eben diese Fundamentaldaten und diese Infos finde ich ziemlich gut. Und ich traue dem Unternehmen auch über die nächsten Jahre einiges zu. Und ich glaube auch oder bin fest davon überzeugt, dass die Aktie in 1-2 Jahren auch nochmal deutlich weiter nach oben, deutlich höher stehen kann. Das war es von meiner Seite. Wir machen heute ein bisschen ein kürzeres Video, weil ich habe vor kurzem schon mal den Drohnensektor angesprochen. Und ja, in der nächsten Woche machen wir ein bisschen mehr Videos, haben ein bisschen mehr Zeit. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr aktuell spannend findet. Und dann schauen wir uns gerne an. Vielleicht auch mal einen Livestream wieder am Wochenende, bitte ich noch mal überlegen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.